Oder meinst du, dass Stella mich vielleicht auch mag? Hm? Aber was ist denn mit der anderen Frau in ihrem Leben? Hm? Ich glaube, ich muss nur auf meine Chance warten, stimmt's? Ach, da ist sie ja. Luise. Dein Geschmack entsprechend. Ist das so? Ja. Du kannst mich doch nicht einfach im Stich lassen. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Das kannst du mir doch nicht antun. Du weißt doch, was für mich davon abhängt. Mir sind die Hände gebunden. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Da sitzt jemand drin, den ich auf gar keinen Fall treffen will. Wer denn? Das kann ich dir nicht sagen. Ich dachte, du bist meine Freundin. Ich muss gehen. Das heißt also, ich kann das Interview knicken? Frag ihn einfach nochmal. Höflich. Aber bestimmt, dann wird es dir kaum abschlagen können. Das glaubst du doch selbst nicht. Luise, bitte! Du bist zurück. Wie war's in Spanien? Ah, muy bien. Die Zusammenarbeit mit dem Projektleiter Gomez ist wirklich phänomenal. Mit dem hat sich Brandenburg genau den richtigen Partner ausgesucht. Das heißt, es läuft alles fristgerecht? Kein spanisches Mañana? Der hat seine Leute absolut im Griff. Und wenn das in Zukunft auch so bleibt, wird die Ökosiedlung tatsächlich bis zum nächsten Jahr fertig. Das wird die Branders freuen. Matthias wird begeistert sein, wenn er erfährt, wie weit wir sind. Ich habe Tag und Nacht geackert. Na, das nenne ich mal eine begeisterte Mitarbeiterin. Sag mal, wie viel muss die Holding zahlen, damit sie dich wieder zurückkriegt? Ist schon alles gut so. Der Job bei Brandenburg macht Spaß. Das sehe ich. Ich habe dich schon lange nicht mehr so strahlend gesehen. Wie wär's? Hast du Lust, gleich einen Happen mit mir essen zu gehen? Ich bin schon mit Matthias verabredet. Ich kann es kaum erwarten, ihm die Details zu erzählen. Wie sieht's aus? Kommst du mit? Ich, Oder willst du noch ein bisschen bleiben? noch ein bisschen. Sicher. Deshalb komme ich auch immer wieder gerne hierher. Oh, ich fühle mich geehrt. Für so eine hübsche Frau wie Sie muss man kein großer Künstler sein. Und, wo ist die Prinzessin? Tut mir leid, Luise fühlt sich nicht wohl. Lässt sich entschuldigen. Aber wir können das Interview auch ohne sie machen. Sie sind so dreist wie unfähig. Tut mir leid, ich muss jetzt leider verlassen. Das war das reine Vergnügen mit Ihnen. Danke sehr. Mit anderen Personen jedoch das komplette Gegenteil. Die Rechnung holt sich, ja? Na, Kopf hoch. Ein anderes Mal klappt es vielleicht, hm? Nein, jetzt oder nie. Entschuldigen Sie bitte, dass der Prinzessin schlecht geworden ist. Das ist doch nicht meine Schuld. Wie man's nimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich allen bei Ihrem spätpubertären Gesare der Magen umdreht. Also seien Sie so gnädig und sprechen Sie mich nicht an, ja? Hey, Sportsfreund, die Midlife Crisis soll Männern ja schwer zusetzen. Aber deswegen muss man seinen Frust darüber doch nicht an Frauen auslassen, nur weil sie jung und attraktiv sind, oder? Wollen Sie sich nicht entschuldigen? Guten Tag. Danke. Ja, ich weiß ja nicht, was du von ihm wolltest, aber ob du es jetzt bekommst. Egal. Hallo, ist dein Vater da? Bei dem Geschrei nach. Hallo. Mit Ihnen habe ich gar nicht gerechnet.
Sie sind doch heute erst angekommen. Naja, ich konnte es kaum erwarten, Sie endlich, also auf den neuesten Stand zu bringen. Oder passt gerade nicht? Doch, jetzt wo Sie schon da sind. Also ich wollte nicht so lange warten. Es liegt ja eine Menge Arbeit vor uns. Obwohl Gomez großartige Arbeit leistet. Er hat alle Baugenehmigungen. Die Subunternehmer sind pünktlich. Ja. Was ist denn heute los? Hast du schon wieder Hunger oder was? Jetzt wird geschlafen hier. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Ja, danke. Oh, du bist ein Quälgeist. Eier machen jetzt. Hast du schon die neue Tosca gesehen? Die Matrenko soll der Knaller sein. Ja, ich hab's gehört. Nein, leider noch nicht. Wie wär's, wenn wir zusammen... Welt, allerbeste Tante, hast du mich vermisst? Ja, die letzten 24 Stunden waren schrecklich. Ich sag Xavier mal Bescheid, dass er eine Kleinigkeit für euch macht. Gerne. Und ich bin mal kurz auf der Toilette. Und? Neue Entwicklung? Ich hoffe auf einen gemeinsamen Opernabend. Ansonsten steht sie immer noch am anderen Ufer und wir winken uns zu. Und du hast wirklich Interesse an ihr? Wie redest du denn? Bist du ihr Vater? Meine Gefühle sind aufrichtig. Stella, Charlie ist eine Hammerfrau, das weiß ich, aber da wäre ich einfach nicht drauf gekommen. Wieso denn nicht? Ich meine, Charlie ist witzig und hat so viel Power und sie ist unerreichbar. Wer weiß. Also mit der Oper bist du bei Charlie auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer, weißt du? Für die ganz großen Gefühle. Da war sie schon immer empfänglich. Hoffentlich. Rebecca wünscht mich jetzt bestimmt zum Teufel. Und das aus gutem Grund. Ist Ihnen denn keine Ausrede eingefallen? Ja, es war erbärmlich. Sie hat mir nicht geglaubt, was ich ihr aufgetischt habe. Und das kann ich ihr noch nicht mal verübeln. Dabei sind Sie doch sonst sehr erfinderisch. Es wird immer komplizierter. Erst musste ich Sarah bitten, Gregor zu verheimlichen, wer ich bin. Sie muss ihm schamlos ins Gesicht lügen. Und das meinetwegen. Für die junge Gräfin war dieses Treffen mit diesem Designer wohl sehr wichtig. Nicht nur für ihre Zukunft, sondern auch für ihr Selbstvertrauen. Und das wiegt 100-mal mehr. Aber was hatte ich denn für eine Wahl? Zum Beispiel ihr die Wahrheit zu sagen. Rebecca ist in ihn verliebt. Sie wissen ganz genau, was das bedeuten würde. Eben. Die Sache käme zu einem Ende. So oder so. Wie würden Sie sich denn entscheiden, wenn Gregor Ihre Gefühle aufrichtig erwidern würde? Und? Was hätte das für Konsequenzen für Eduard und für Ihren Vater? Ich weiß. Das kann ich beiden nicht antun. Und Rebecca auch nicht. Sie so im Stich zu lassen und das alles wegen meiner egoistischen Selbstsucht. Ich kenne Sie gut genug, um zu wissen, dass Sie für Ihre Fehler gerade stehen. Ich habe nur das ungute Gefühl, diesmal etwas angerichtet zu haben, was ich nicht mehr gut machen kann. Kein Problem, Gräfin Landstein. Ich fahre sofort los, dann sind Sie in einer Stunde in der Firma. Danke, Stella. Arbeit? Tja, Frau von Landstein hält mich ganz schön auf Trab. Kann mich im Moment auch nicht über einen Mangel an Arbeit beklagen. Seit Olli sich noch selbst verwirklicht hat, überlasse ich den Laden nur noch ungern sich selbst. Wenn du eine Aushilfe suchst, ich könnte dir unter die Arme greifen, wenn Not am Mann ist. Was denn, für sowas lässt dir dein Job noch Zeit? Ja, meine Feierabende gehören mir und was ich da tue, ist meine Sache. Ach, und da willst du das bisschen Freizeit, das du hast, auch noch opfern. Ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach gerne hier. Ja, wer würde das besser verstehen als ich? Ja, und wer weiß, vielleicht hätte ich noch ein paar Ideen, um das Schneiders ein bisschen aufzupeppen.
Wie meinst du das denn? Na, ich dachte nur... Nein, nein, bitte. Ich bin froh, dass ich Ollis Verschlimmbesserungen noch rechtzeitig auf das No-Limits umlenken konnte. Es war nur so eine Idee, vielleicht eine erweiterte Palette des Angebots. Stella, sei mir nicht böse. Das Schneiders ist so, wie es ist, weil es mir genau so gefällt. Auf dem Bild kann man ganz gut erkennen, wie weit wir schon sind. Sieht doch schon ganz gut aus. Ach, und die Grauwasserbecken muss ich Ihnen auch unbedingt noch zeigen. So grau sieht das aber gar nicht aus. Keine Ahnung, wie das da reingeraten ist. Steht Ihnen aber ausgezeichnet, der Helm. Also, das da ist jetzt aber wirklich das Reservoir. Allein mit dem aufgefangenen Regen können die ganzen Gärten bewässert werden. Nicht unwichtig bei der Dauerdürre in Südspanien. Allerdings. Und diese Vitaminbomben sind schuld. In den Gewächshäusern bei Almeria muss so viel bewässert werden, dass der Grundwasserspiegel der gesamten Region dramatisch abgesackt ist. Die sind aber aus Italien, glaube ich. Echt aus Italien? Ja, dann kann man ja mal einen nehmen. Ja, den Timer muss ich... Oh Gott, oh nein. Oh, das tut mir leid. Keine Ahnung. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich freue mich, wenn Sie unsere Mitarbeiter mit einbringen. Aber Ihr Vorschlag entspricht nicht ganz dem Stil, das unser Auktionshaus repräsentiert. Aber Sie sollten wissen, dass Internetauktionen nichts für uns sind. Auch wenn die Konkurrenz damit gute Erfahrungen gemacht hat. Kommen Sie rein. Danke, dass es so schnell geklappt hat. Tut mir leid, dass Sie das eben mitbekommen haben. Es ist nicht erwünscht, wenn Ihre Angestellten sich einbringen. Doch, aber dieser Mann versteht nicht, dass der Name Ladenstein für ein gewisses Profil steht, das sich nicht einfach in alle Richtungen verbiegen lässt. Wenn man alles gibt, damit ein Unternehmen Erfolg hat, dann lernt man vorsichtig zu sein mit Leuten, die denken, es besser zu können. Das geht doch ebenso, wer mit Herzblut bei der Sache ist, oder? Schade, dass Sie mir das nicht schon heute Morgen gesagt haben. Was? Nur so. Ich muss los. Wie konnte ich nur so ungeschickt sein? Ich werde die Schale natürlich ersetzen. Vielleicht wissen Sie ja noch, wo Ihre Frau sie damals gekauft hat? Kreta. Unser letzter gemeinsamer Urlaub. Man könnte versuchen, sie zu kleben. Seien Sie still. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Geht dann wohl besser. Hallo, ich habe den ganzen Bestand aufgekauft. Das reicht bis Ostern. Ist was? Herr Brandner, es tut mir wirklich leid. Ich melde mich. Mama, schade. Nach und nach geht hier alles zu Bruch. Luise, das ist ja eine Überraschung. Möchten Sie was trinken? Danke. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze. Aber ich fürchte, ich habe Rebecca in Schwierigkeiten gebracht. Wie das denn? Ich hatte versprochen, ihr doch noch ein Interview mit Kuno zu ermöglichen. Da ich ein guter Kunde von ihm bin, sollte mir das eigentlich nicht schwerfallen. Wer würde es wagen, da Nein zu sagen? Es hat mich nur einen Anruf gekostet und wir hatten einen Termin. Ja und? Leider konnte ich ihn nicht wahrnehmen. Und als Sie nicht gekommen sind, hat Kuno Rebecca das Interview nicht gegeben. Deswegen möchte ich mein Versäumnis wieder gut machen. Aber das kann ich nicht ohne Ihre Hilfe. Drinking in the morning sun, blinking in the morning
Hey, was willst du denn hier? Mich bei dir bedanken. Wofür? Immerhin hast du mich attraktiv und jung genannt, als du diesem aufgeblasenen Designer die Meinung gegeigt hast. Ach das? Ja, nicht der Rede wert. Mir hat es sehr viel bedeutet. Ich habe mich so verrenkt, um an das Interview mit ihm zu kommen. Das klingt doch schon sehr viel mehr nach dir, Rebecca. Sehr gut. Wir sind einfach ein super Team. Ich freue mich schon riesig auf unseren Trip nach London. Sekunde, ich glaube, ich musste was klarstellen. Wir fliegen nicht nach London. Jedenfalls nicht gemeinsam. Tut mir leid, ich will nur ehrlich sein. Das zwischen uns ist aus. Das ist dir doch klar, oder? Ja, sicher. So hatte ich das auch gar nicht gemeint. Ich muss jetzt los. Natürlich ist es unangenehm. Ausgerechnet ein Stück, an dem so viele Erinnerungen hängen. Aber das hätte jedem passieren können. Das hat mir klar und deutlich gezeigt, dass es so nicht weitergeht. Ich glaube, es war keine gute Idee, den Job bei Brandner Bau anzunehmen. Weil Matthias ein bisschen heftig auf diese zerschepperte Obstschale reagiert hat? Carla, es geht doch nicht um die Schale. Worum geht's dann? Matthias hat mir durch seine Reaktion gezeigt, dass er längst nicht über seine Frau hinweg ist. Wieso ist das so ein Problem für dich? Verstehe, es war also nicht der Job allein, der dich so zum Strahlen gebracht hat. Es war Matthias Brandner, oder? Ui, kann's wohl jemand mich lassen? Ich arbeite dran. Tschüss. Charlie, hast du mal eine Sekunde? Wenn du mir nicht wieder erklären willst, wie ich das Schneiders zu führen habe? Im Gegenteil, ich wollte mich entschuldigen. Du bist erfolgreich und weißt selbst am besten, was dafür gut ist. Also vergiss einfach, was ich gesagt habe, ja? Das ist doch kein Problem, meine Liebe. Ich meine, ich muss ja auch zugeben, dass ich ein bisschen überreagiert habe. Immerhin bist du ja wie ich vom Fach. Und um ehrlich zu sein, bin ich jetzt sogar ein bisschen neugierig auf deine Vorschläge. Lieber nicht. Ich bin kuriert. Oh, schade. Obwohl, eine Sache ist mir da doch noch eingefallen. Was hältst du davon, die Marke Schneiders zu vermarkten? Ich meine auch übers Restaurant hinaus. Zum Beispiel eine Champagnerhausmarke. Eine Champagnerhausmarke. Oder ausgewählte Delikatessen. Nur das Beste vom Besten. Unanständig lecker. Was denn sonst? Und bist du jetzt richtig in ihn verknallt? Tja, wenn ich das wüsste. Seine Nähe tut mir gut. Ich weiß aber auch, dass er sich nicht so schnell auf etwas einlassen wird. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich den Tod von Hannah verarbeitet habe. Das muss aber nicht heißen, dass er nicht was für dich empfinden kann. Weißt du, vielleicht hilft ihm das ja auch darüber hinweg. Ja, aber Carla, das Letzte, was ich will, ist schon wieder eine Beziehung, in der immer nur ich Rücksicht nehmen muss. Matthias Brandner ist nicht Ansgar. Ja, aber ich war sehr lange mit Ansgar zusammen und ganz gleichgültig ist er mir immer noch nicht. Und was ist mit Matthias? Ach, das ist mir im Moment einfach alles viel zu viel. Ich werde ihn mir aus dem Kopf schlagen. Das kann ich nicht, wenn ich mit ihm zusammenarbeite. Ich werde kündigen. Prost. Ich kann mich also darauf verlassen, dass du mich ab jetzt tatkräftig unterstützen wirst. Auf alle Fälle. Du wirst mich nicht mehr los. Stella, du hast einen anspruchsvollen Job auf Königsbrunn, einen Fulltime-Job. Ach, das kriege ich auf die Reihe. Keine Sorge. Naja, nicht, dass Elisabeth mir vorwirft, dich abzuwerben. Unsinn. Also die Idee mit der Hausmarke finde ich richtig gut. Und du musst mir versichern, dass du dir von der Sache nicht noch mehr versprichst. Wie bitte? Naja, ich meine von dem Deal. Ich glaube, mit einer Hausmarke wird man nicht steinreich. Natürlich nicht. Ich freue mich einfach, die Sache mit dir aufzuziehen. Na, dann wäre das ja auch geklärt. Na, dann steht der Sache ja nichts mehr im Wege. Free and unchain me, anxiously cold.
Ich wollte gerade klingeln. Sorry, ich wollte Sie nicht erschrecken. Kommen Sie doch rein, ich bin gleich für Sie da. Ich hatte gerade an Sie gedacht. Wollte Sie schon anrufen? Ich wollte Ihnen was sagen. Ich habe nämlich eine Entscheidung getroffen. Ich hoffe, das hängt nicht mit meinem miesen Benehmen zusammen. Hm? Nein, also nicht so direkt. Das war nicht so schlimm. Doch, war es schon. Normalerweise mache ich nicht so ein Theater wegen so einem kleinen Missgeschick. Aber momentan herrscht hier der absolute Ausnahmezustand. Was natürlich keine Entschuldigung sein soll, dass ich meinen Frust an anderen Menschen auslasse und schon mal gar nicht an Ihnen. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Aber Entschuldigung, ich hatte Sie unterbrochen. Was wollten Sie mir sagen? Der Restaurateur meint, die Farben leuchten jetzt viel intensiver. Eigentlich wollte der gute Mann schon längst mit seiner Arbeit fertig sein. Wenn das Gemälde bis zur Auktion nicht fertig ist, dann... Entschuldige, ich wollte nicht stören. Rebecca, warte. Bitte. Die Damen entschuldigen mich. Was ist denn? Du hattest recht. Ich habe mich wirklich unmöglich benommen heute. Und es tut mir aufrichtig leid. Tja, davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Das vielleicht nicht, aber Kuno wird morgen Abend zum Dinner kommen. Hierher aufs Schloss. Und dann wird er auch das Interview mit dir machen. Okay. Meinst du, du kannst mir noch mal verzeihen oder bist du jetzt noch böse auf mich? Danke, dass du mir das mit Kuno klargemacht hast. Wirklich, das ist toll. Was hast du denn? Nichts. Gregor. Er liebt mich nicht. Hat mich nie und wird mich nie. Das hat er mir heute einfach immer klar gemacht. Wie, ihr seid gar nicht zusammen?